Chaos bei der Garderobenverteilung, verlaufende Musiker auf dem Weg zum Konzert und Durcheinander bei der Instrumentenlieferung. Ohne diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter würde bei einem Konzert in der Elbphilharmonie so gar nichts rundlaufen. Das ist Andrea. Sie ist Projektleiterin in der künstlerischen Planung. Die Aufgaben der Kolleginnen und Kollegen aus der künstlerischen Planung bestehen hauptsächlich darin, das Programm der Elbphilharmonie zu planen, zu organisieren und durchzuführen. Sobald feststeht, dass ein Orchester, ein Ensemble oder ein Solist zu einem bestimmten Termin in der Elbphilharmonie spielen wird, übernimmt Andrea als Projektleiterin das Konzert. Nun beginnt ein kleiner Planungsmarathon, der je nach Aufwand des Konzertgeschehens sehr unterschiedlich lang sein kann. Die Arbeit beginnt am Schreibtisch. Sobald Orchester, Konzertprogramm und Termin feststehen, setzt Andrea einen Künstlervertrag auf. Um alle Infos dafür zu bekommen, ist sie eng im Kontakt mit Agenturen oder direkt mit den Künstlern und spricht alle relevanten Dinge ab. Hallo, hier ist Andrea. Nun geht es ans Eingemachte. Andrea bucht Flüge und Hotels für die Künstler, bestellt Transferfahrten und mietet große Instrumente, die vom Orchester nicht mitgebracht werden können. Es gibt bei uns natürlich die ganz klassischen Orchesterkonzerte, so wie heute. Da kommen ganz viele unterschiedliche Orchester eigentlich aus der ganzen Welt zu uns. Und meistens gibt es nur sehr wenig Zeit für den Aufbau und eine Probe im Saal. Und deswegen muss man das alles sehr genau vorbereiten, damit das dann alles in der Kürze der Zeit auch klappt. Man spricht sich also dann im Vorfeld mit den Orchestern oder den Agenturen ab und klärt ab, was alles benötigt wird, schickt ihnen einen Bühnenplan und bereitet das alles vor. Wir sind eigentlich dann für die Künstler, wenn sie ins Haus kommen, die ersten Ansprechpartner für alle Fragen, die sie haben, auch Besonderheiten zum Saal oder Fragen zum Saal. Und unser Ziel ist es, das alles so vorzubereiten, dass der Künstler am Tag selber sich dann auf seine Musik konzentrieren kann und eben nicht an diese organisatorischen Dinge denken muss, die im Hintergrund laufen und die wir dann möglichst von den Künstlern fernhalten. Auch innerhalb des Hauses wirkt Andrea als Schnittstelle zwischen vielen Abteilungen. So spricht sie sich mit der technischen Produktionsleitung zu den Licht- und Tonanforderungen des Konzerts ab, plant Aufbau und Bühnenhelfer für das Konzert ein, bespricht sich mit dem Marketing zur Bewerbung des Konzerts, überprüft das Programmheft aus der Redaktion und ist mit dem Vertrieb eng im Kontakt, um Künstler oder Pressekarten zu reservieren oder bestimmte Bereiche im Publikum zu sperren. Es gibt kaum eine Abteilung im Haus, mit der Andrea nicht im Austausch ist. Damit diese unzähligen Absprachen nicht verloren gehen, die Planungsphasen dauern schließlich mehrere Wochen, gibt es eine Software namens eWise, in die alle Informationen eingetragen werden und die den Kolleginnen und Kollegen Zugriff auf alle relevanten Infos bietet. Das Programm ist sehr komplex, aber wenn man es einmal verstanden hat, kann es die Arbeit sehr erleichtern. eWise kann man sich eigentlich so vorstellen wie ein Konzerthaus. Es sind da alle Räume drin abgebildet, die es bei uns gibt. Zum einen natürlich die Säle, dann aber auch die Garderoben oder die Parkplätze oder sogar die Aufzüge. Und ich kann dann in die einzelnen Räume buchen, die ich für meine Veranstaltung brauche und dort genau hinterlegen, was ich benötige. Also in dem Saal steht dann genau drin, wie viele Orchesterstühle oder Notenpulte gebraucht werden. Und dann wissen alle Kollegen, die an diesem Konzert beteiligt sind, was benötigt wird, um das so umzusetzen. Wenn alles fertig geplant ist und der Konzerttag vor der Tür steht, wird es noch einmal spannend. Hier fügt sich das große Puzzle zusammen. Heute betreut Andrea ein Konzert der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen. Andrea begrüßt das Orchester und ist den ganzen Abend über Handy und Funkgerät für alle erreichbar. Vom Vorderhauspersonal über die Technik, für das Management des Orchesters und natürlich auch für die Musikerinnen und Musiker und den Dirigenten. Die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen hat Andrea schon oft betreut. Der Abend läuft für sie sehr routiniert und entspannt. Nicht alle Orchester kennen sich aber so gut im Haus aus und manche Konzerte stellen die Projektleiterinnen und Projektleiter vor größere Herausforderungen. Ja, spannend finde ich immer Projekte mit
wo ganz viele beteiligt sind. Also wenn man jetzt zum Beispiel nicht nur ein Orchester hat, sondern zusätzlich noch einen Chor und Solisten. Und man hat dann teilweise bis zu 200 Künstler im Haus. Und da rennt man dann an so einem Produktionstag schon sehr viel hin und her, um das alles im Blick zu behalten, weil man ja eben für diese ganzen Künstler dann Ansprechpartner ist. Und ja, das finde ich eigentlich auch das Schöne an unserem Beruf, dass wir eben sehr viel Abwechslung haben. Jetzt habe ich heute ein Orchester im großen Saal in der Elbphilharmonie und nächste Woche habe ich vielleicht ein Streichquartett im kleinen Saal und nächsten Monat ein Jazz-Ensemble aus den USA. Also jedes Konzert ist anders und hat seine ganz besonderen Anforderungen und so hat man eine sehr große Abwechslung und es bleibt immer spannend. Sobald das Konzert läuft und es für die Musikerinnen und Musiker auf der Bühne so richtig spannend wird, kann Andrea durchatmen, sich zurücklehnen und das Konzert genießen. Die allergrößte Arbeit ist nun geschafft. Im Anschluss kümmert sie sich noch um kleine Nachbereitungen. Aber solange sie im Konzert sitzt, denkt sie daran noch nicht und kann, so wie das ganze Publikum im Saal, einfach nur die Musik genießen. Nach dem Konzert reist das Orchester glücklich und beseelt wieder ab. Andrea bespricht sich noch kurz mit allen anwesenden Kolleginnen und Kollegen zum geglückten Konzertabend und kann nun nach einem langen Arbeitstag auch nach Hause fahren. Morgen wartet schon das nächste Projekt darauf, von ihr weiter organisiert zu werden.